Ist so ein alter CRT-Monitor nicht unheimlich? Naja, so mäßig. Dennoch, veraltete Technologie übt eine gewisse Bedrohlichkeit aus. Sie wird immer wieder in Horrorfilmen und in Videospielen als Stilmittel herangezogen. Alte Geräte wirken im Gegensatz zu ihren weiterentwickelten Gegenstücken absurd und oft überdimensioniert, was sie einerseits unter Hipstern beliebt macht, andererseits auch irgendwie für Horrorautoren interessant macht. Gleich am Anfang muss ich aber sagen, ich erwarte nicht, dass jemand Schweißausbrüche beim Anblick von Windows XP bekommt. Das Alte war schon immer ein Thema in der Horrorliteratur. Gespenster auf Friedhöfen, weiße Frauen auf Burgzinnen, Mumien in verlassenen Pharaonengräbern. Alles Orte mit einem gewissen Hintergrund. Beides wird in Eponymous und Paratopic aufgegriffen. In Eponymous tauchen immer wieder CRT-Monitore auf. In Paratopic dreht sich sogar ein ganzer Handlungsstrang um den Schmuggel von anscheinend illegalen VHS-Kassetten. Eine Thematik, die an den Film VHS erinnert. Hier soll eine Gruppe Hooligans eine Videokassette stehlen. Okay, here's the deal. We gotta break into this house and all we have to do is steal this one VHS tape. In beiden Fällen, also sowohl in VHS und in Paratopic, sind die Kassetten natürlich verflucht und bringen dem Zuseher den Tod. Die verfluchte Videokassette ist quasi das moderne Spukschloss. Nun, VHS benutzt seinem Found-Footage verfluchtes Videotape-Style, um großteils seine Produktionswerte zu verschleiern und schlechte Effekte zu übertünchen. Ein mieser Special-Effekt wie das Durchbohren eines Schädels via Murphmesser wirkt weitaus besser, wenn das Ganze in Kassettenrekorderauflösung mit Film-Crane auf 180 gedreht gezeigt wird. Ähnliches verfolgen Paratopic und Eponymous. Paratopics Grafik erinnert an die der PS1, also grobkörnig und pixelig, mit bizarren Charaktermodellen. Eponymous Grafik verhält sich ähnlich, nur blockiger und noch pixelfreudiger. Beide Grafikstile sind natürlich aus Budgetgründen entstanden. Eponymous und Paratopic sind eben Indie-Spiele, allerdings verfolgt der eigene Grafikstil auch ein anderes Ziel. Um das zu erklären, lass mich dich zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele entführen. Thief: The Dark Project. Der Looking-Glass-Klassiker vom Baujahr 98 ist für seine notorisch schlichten Charaktermodelle bekannt. Und mit schlicht meine ich sehr schlecht. Wie schlecht? Die Fans von dem Spiel streiten sich bis heute, ob jetzt ein Gegner ein Affenmensch oder ein Rattenmensch ist. Überraschenderweise kommen Dark Projects miserable Charaktermodelle dem Spiel sogar zugute. In den vielen Horror-Levels Dark Projects treten eine Vielzahl von Low-Res-Gegnern auf, die von verpixelten Zombies bis zu untoten Kriegermönchen reichen. Durch die verkorksten Charaktermodelle werden diese aber sogar noch unheimlicher. Man erkennt immerhin nicht sofort, was der Charakter überhaupt darstellen soll. Angst vom Unbekannten, würde jetzt ein Psychologe sagen. Ein jedes schlecht gerendertes Silent Hill Monster ist weitaus unter die Haut gehender als jeder Outlast-Gegner von höchster grafischer Fidelity. Ein Aspekt, den Eponymous und Paratopic meisterhaft nutzen. Aber kommen wir mal zu dem Aspekt, warum ich überhaupt dieses Video gemacht habe, nämlich CRT-Monitore und PS1-Grafik sind keine Alleinstellungsmerkmale, für die sich allein lohnt, ein Video zu machen. Denn in der Geschichte von Paratopic und Eponymous liegt der Punch, warum ich die zwei kleinen Kunstwerke für so bemerkenswert halte. Die Geschichte beider Spiele ist vage at best und gern auch einmal nicht kohärent. Um was es im Eponymous genau geht, kann ich dir nicht mal sagen. Es fühlt sich an wie ein pseudophilosophisches Tribut für ein halbtotes Entwicklerstudio. Kontext: Kyle Pittman, der Mann hinter Eponymous, gehört zu Minor Key Games, einem Indie-Studio, das ursprünglich aus zwei Personen, ihm, Kyle Pittman, und seinem Bruder David bestand. David Pittman wurde aber durch schlecht verkaufende Spiele vom Indie-Markt verdrängt. Eponymous zeigt Szenarien, die an die Spiele des Entwicklerduos erinnern. Ein Raum sieht aus, als wäre er David Pittmans Cyberpunk Stealth 'em Up Neonstruct entsprungen. Kyle hat sich anscheinend sogar eine eigene Büste errichtet.
Paratopic ist weniger vage, dafür aber auch nicht viel aufschlussreicher. Es geht um Kassettenschmuggel, Urban Exploration einer rostigen Fabrik und einen Mordanschlag. Alles in einer morbiden Welt, wo man nicht weiß, ob die Apokalypse schon eingetreten ist oder nur kurz bevorsteht. Während sich Eponymous auf pseudophilosophische Anspielungen und kleine Entwickler-Easter Eggs konzentriert, so ergötzt sich Paratopic in seiner bedrückenden Atmosphäre. Diese Erzählart, wo die Geschichte nicht wirklich eine Geschichte erzählt, sondern einfach zur Atmosphärenbildung dient, hat etwas sehr David Lynch-artiges an sich. Aber warum funktioniert das so gut? Warum eignet sich eine undurchsichtige Geschichte so gut für das Horrormedium? Eines der bedeutendsten Zitate des Kultautors H.P. Lovecrafts lautet: Die älteste und stärkste Emotion der Menschheit ist Angst. Und die älteste und stärkste Angst der Menschheit ist Angst vor dem Unbekannten. Und was ist unbekannter als eine Welt, wo man nicht mal der Handlung folgen kann? Paratopic und Eponymous verschaffen sich Mysterium und Horror durch Desorientation. Deshalb kann nahezu alles passieren. Ein guter Horrorfilm setzt mehr auf den Moment vor dem Jumpscare als auf dem Jumpscare selbst. Die Antizipation auf diesen ist oft aufregender als der Adrenalinrausch, wenn das Skelett mit einem aus dem Schrank hervorspringt. Oftmals werden die Momente vor dem Jumpscare mit passender Musik untermalt. Oftmals lässt sich deshalb der genaue Moment hervorsehen und man bleibt eher in seinem Sitz sitzen, als hochzuspringen. Was aber, wenn man den Jumpscare nicht kommen sehen kann? Unter anderem, weil man den Kontext der Geschichte nicht verstehen kann. Diesem Mindset verpflichten sich Paratopic und Eponymous. Das kommt nicht bei allen gut an. Eponymous sei zu kurz, eine Geschichte sei nicht vorhanden. Paratopics Handlung sei zu obskur, um ihr zu folgen. Nicht jeder findet in das richtige Mindset hinein, um Paratopic und Eponymous wertschätzen zu können. Aber denen es gelingt, für die ist es ein Höllentrip.